Herzlich willkommen bei Ethos und Polis. Mein Name ist Engin Karahan. Auf Ethos und Polis analysieren wir aktuelle Politik, gesellschaftliche Strömungen, kulturelle Spannungen und philosophische Fragen unserer Zeit. Heute im Fokus die Menschenwürde im Islam. Vor kurzem habe ich die Anfrage von einer Institution bekommen, ob ich einen Vortrag zum Thema die Menschenwürde im Islam halten könnte. Ich gehe davon aus, dass die Anfragenden sich gar nicht mal so viel Gedanken darüber gemacht haben, wie herausfordernd solch eine Fragestellung in diesem Kontext sein könnte. Und für die Auftraggeber dieses Vortrages stellte sich heraus, dass es gar nicht mal so einfach sein sollte, gerade diesem Vortrag zu lauschen. Denn bevor wir uns noch mit der Frage der menschlichen Würde im islamischen Denken beschäftigen konnten, mussten wir uns eine ganz andere Frage stellen. Kann denn der Begriff Menschenwürde, wie wir ihn aus dem westlichen Denken kennen, überhaupt 1:1 auf den Islam übertragen werden? Im deutschen Kontext hat der Begriff der Menschenwürde durch Philosophen wie Immanuel Kant oder ihre Verankerung im deutschen Grundgesetz klare Konturen erhalten, als innerer Wert des Menschen oder als unantastbares Recht. Doch diese Konzepte sind das Ergebnis spezifischer historischer und kultureller Entwicklungen. Sie sind in einem bestimmten kulturellen, philosophischen Kontext entstanden, hatten bestimmte Voraussetzungen und der Begriff baut letztendlich auch auf diese Voraussetzungen auf. Wie sieht es aber mit der islamischen Welt aus, die aber zum Beispiel bestimmte Voraussetzungen gar nicht erfüllen, zum Beispiel gar keine staatliche Kirche gehabt haben, wie wir sie hier im Westen kennen? Das bedeutete für den bestellten Vortrag und auch für dieses Video hier, dass wir uns auf eine Spurensuche begeben müssen. Begeben wir uns auf die Suche nach diesem Begriff, sehen wir, dass im islamischen Denken der Begriff der Würde des Menschen sehr eng mit der Beziehung des Menschen zu Gott verbunden ist. Das bedeutet, dass wir gar nicht von einer universellen Definition dieses Begriffes ausgehen können. Stattdessen müssen wir einige Fragen im Vorfeld stellen. Zum Beispiel, welche theologischen und philosophischen Grundlagen bietet der Islam, um über die Würde des Menschen zu sprechen? Und wie wird diese Würde zum Beispiel in den unterschiedlichen islamischen Denkschulen interpretiert? Auch dort gibt es Unterschiede zueinander. Dieses Video widmet sich genau dieser Frage. Wir werden untersuchen, wie der Koran den Begriff der Würde des Menschen beschreibt, wie unterschiedliche Denkschulen, wie zum Beispiel die Eschariten oder Maturiten, diesen Begriff interpretieren, und wir werden einen kritischen Blick darauf werfen, welche Herausforderungen für sich daraus heute für uns ergeben. Um die islamische Vorstellung von dem Begriff der Menschenwürde zu verstehen, ist es wichtig, den Kontext der Offenbarung des Korans zu kennen. Die vorislamische arabische Gesellschaft war zwar stark menschzentriert, aber auch von einem sehr pessimistischen Blick auf das Leben geprägt. Gott oder Allah wurde oft als abwesend oder als passiv wahrgenommen. Stattdessen galt die Zeit, auf Arabisch Dehr, als übermächtige Kraft, die den Menschen unausweichlich vernichtet. Der Mensch war der Vernichtung dieser Zeit, dieses unabwegigen Nagens an seiner Lebensenergie ausgeliefert, war umzingelt von Geistern und Dämonen, die ihn in Tälern und anderen Orten erwarteten und hatte keine Hoffnung, was die Zeit nach dem Tod angeht. Man glaubte zwar an einen übermächtigen Schöpfergott, es fehlte aber an einer engen Verbindung zwischen Mensch und der göttlichen Präsenz im Alltag. Der Koran hat dieses Weltbild radikal verändert. Er stellt Gott ins Zentrum allen Seins, als aktiven Schöpfer und Ziel des menschlichen Lebens. Der Mensch wird im Koran als Khalifa beschrieben, als Stellvertreter Gottes auf Erden. Und aus dieser Stellung heraus erhält er Verantwortung in der Schöpfung. Die Würde des Menschen im Islam entsteht also nicht aus seiner eigenen Existenz heraus, sondern ausschließlich durch die Beziehung zu Gott. Doch wie dieser Grundgedanke in den einzelnen unterschiedlichen islamischen Denkschulen ausgelegt wird, das ist dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Ich möchte als Beispiel zwei islamische Denkschulen aufgreifen, die eigentlich beide zur sunnitischen Tradition gehören, aber dennoch zu dermaßen unterschiedlichen Auslegungen und Interpretationen der menschlichen Würde kommen, dass man sich am Ende schon die Frage stellen müsste, ob das eigentlich noch eine und dieselbe Religion ist. Wozu ich in diesem Video gar nicht komme, sind zum Beispiel auch noch Menschenwürdevorstellungen in der mystischen Tradition, in der philosophischen Tradition, in der schiitischen Tradition. Alles Aspekte, die noch einmal ganz andere Kapitel aufmachen würden, aber einfach aufgrund der Länge dieses Videos hier und heute nicht behandelt werden können. Wir werden aber sicherlich in späteren Videos auch auf diese Denkschulen zurückkommen. Der sunnitischen Richtung gehören heute die Mehrheit der Muslime weltweit an. Der sunnitischen Richtung gehören heute weltweit die meisten Muslime an. Besonders dominant ist dabei die escharitische Denkschule. Beide Denkschulen sind im 10. Jahrhundert nach Christus entstanden, doch regional an sehr unterschiedlichen Orten. Die escharitische Denkschule wurde von Abul Hasan al-Eschari im heutigen Irak begründet, damals quasi das Kernland der islamischen Welt. In ihrem Denken geht es immer wieder und fast ausschließlich um die göttliche Allmacht. Die Würde des Menschen ist hier vollständig ein Geschenk Gottes. Sie hängt nicht von menschlichen Leistungen oder Fähigkeiten ab.
Der Mensch wird hier als Abdullah, als Diener Gottes verstanden und erhält seine Würde nur, indem er Gottes Geboten gehorcht. Und er kann seine Würde in diesem Denken auch verlieren, wenn er sich entgegen Gottes Geboten verhält. Diese Sichtweise bringt sehr viele problematische Konsequenzen mit sich. Der Mensch wird hier als passives Geschöpf angesehen, das ohne göttliche Führung eigentlich nicht zurechtkommen kann. Autonomie oder individuelle Entscheidungsfreiheit haben in dieser Tradition eigentlich so gut wie keinen Platz. In vielen muslimischen Gesellschaften heute, in denen die ascharitische Theologie dominiert, führt das zu einer Denkweise, die Pluralismus und kritisches Denken erschwert. Die Zugehörigkeit zur ascheritischen Denkschule ist dann natürlich zwar nicht das einzige Kriterium, aber man kann schon feststellen, dass gerade diese Denkschule eher patriarchale Gesellschaften befördert, die oftmals ein Problem mit Diversität und Unterschiedlichkeit haben. Die Maturiditen, benannt nach Abu Mansur al-Maturidi, bieten eine ganz andere Perspektive. Sie betonen zum Beispiel die Rolle der Vernunft und der Entscheidungsfreiheit des Menschen. Nach maturiditischem Denken besitzt der Mensch die Fähigkeit, moralische Wahrheiten zu erkennen, auch unabhängig von göttlicher Offenbarung. Der Mensch wird hier als aktiver Akteur angesehen, der Entscheidungen trifft und Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Die Maturiditen gehen davon aus, dass Gott Gerechtigkeit voraussetzt, gerecht handelt und auch im Umgang mit dem Menschen gerecht ist. Dabei ist der Mensch frei, zwischen Gut und Böse zu wählen. Und aus dieser Freiheit, aus der Fähigkeit, entscheiden zu können, leiten die Maturiditen die Würde des Menschen ab. Diese Perspektive macht die Maturiditen besonders für moderne Gesellschaften relevant. Insofern darf es zum Beispiel auch nicht verwundern, dass die Maturiditen, das ist eigentlich die Denkschule, denen die Anhänger der hanefitischen Restschule anhängen, lange Zeit als theologisch ausgestorben galten, aber nun in der Moderne, quasi zum Beispiel in der Türkei, gerade in intellektuellen Kreisen, ein Revival erleben. Denn nach maturiditischer Vorstellung müssen Vernunft und Islam keine Gegensätze sein. Im Gegenteil, in der Vorstellung von Imam Maturidi erfordert die Würde des Menschen, dass er gerade diese Entscheidungsfreiheit hat. Denn ohne diese Entscheidungsfreiheit hat zum Beispiel auch die Hinwendung zum Islam keinerlei Bedeutung. Wie gesagt, leider wurde diese Denkschule über Jahrhunderte von den dominierten Aschariten marginalisiert. Doch in den letzten Jahren erlebt sie ein Wiederaufleben, insbesondere in theologisch-kritischen Kreisen. Die Vielfalt der islamischen Denkschulen zeigt, dass es zwar kein einheitliches Verständnis von Menschenwürde gibt, es aber genug Ansatzpunkte gibt, um die Würde des Menschen auch aus dem Koran, aus den islamischen Grundsätzen heraus zu formulieren. Es macht jedoch schon einen Unterschied für das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft, welche der Denkschulen eher präsent in der muslimischen Community sind. Während die Aschariten die göttliche Allmacht betonen und alles unter diese Prämisse stellen und damit quasi dem Menschen kaum Freiheit im Denken und Handeln zugestehen, bieten die Maturiditen eine Perspektive, die Vernunft und Freiheit in den Mittelpunkt stellt. Aktuell kommt aber diese Vielfalt kaum zum Tragen. In vielen muslimischen Gesellschaften hat die Dominanz der ascheritischen Tradition dazu geführt, dass kritisches Denken und individuelle Autonomie oft unterdrückt wurden. Wenn sich der Islam in pluralistischen Gesellschaften behaupten soll, dann braucht es einen vernunftgeleiteten Ansatzes. Die maturiditische Tradition zeigt, dass dies möglich ist, aber es liegt an den Muslimen selbst, diese Tradition weiterzuentwickeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Menschenwürde im islamischen Denken ist kein starres Konzept. Sowohl in der maturiditischen Tradition als auch in den Traditionen zum Beispiel der islamischen Philosophen oder der Mystik bieten sich viele Ansatzpunkte, um in einer pluralen Gesellschaft auch einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben beizusteuern. Es braucht aber auch eine Anstrengung der Muslime, um am Ende auch diese Denktradition zu stärken. Natürlich muss nicht jeder Muslim sein ganzes Denken an diesen Denkschulen ausrichten, aber für diejenigen, die tatsächlich diesen Anspruch für sich haben, gibt es auch andere Möglichkeiten als nur das starre Korsett der ascheritischen Denkschule. Mich würde auch eure Meinung zu diesem Thema interessieren. Schreibt doch eure Gedanken in die Kommentare. Schreibt mir auch, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr in der nächsten Zeit behandelt sehen wollt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und teilt es eventuell sogar mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal auf Ethos und Polis.